Google hat diese Woche Gemma 3 veröffentlicht, ein bemerkenswertes, leistungsstarkes KI-Sprachmodell, das ab sofort mein neuestes Lieblings-Open-Source-Modell ist. Dann haben wir eine KI, die ein Foto in eine super realistische 3D-Szene verwandeln kann. Nvidia veröffentlicht ein neues Bildmodell, das Bilder in weniger als einer Sekunde erzeugen kann. Wir haben eine andere KI, die wirklich gut darin ist, Bilder zu bearbeiten und dabei die Originaldetails beizubehalten. Wir haben noch eine KI, die jedes Video nehmen und die Kamerabewegung dieses Videos ändern kann. Außerdem haben wir einige unglaubliche humanoide Roboter-Demos und noch viel mehr. Google hat Gemma 3 veröffentlicht. Das ist ein ziemlich starkes Modell. Gemma 3 gibt es in 4 Varianten, die verschiedene Größen haben. Die kleinste hat 1 Milliarde Parameter und die größte hat 27 Milliarden Parameter. Diese kleineren Modelle könnten vielleicht sogar auf Endgeräten wie Smartphones laufen. Was Gemma 3 so gut macht, ist folgendes. Erstens kann es über 140 Sprachen unterstützen und das umfasst eine bessere Leistung wie Sprachen wie Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Ein weiterer Vorteil ist, dass Gemma 3 auch visuelle Fähigkeiten hat, sodass es Bilder und Videos analysieren kann. Diese visuelle Fähigkeiten hat sogar das Modell mit 4 Milliarden Parametern, also lediglich das kleinste Modell mit 1 Milliarde Parametern hat diese Funktion nicht. Um dir zu zeigen, wie gut das ist, hier ist die Punktzahl oder im Grunde die Qualitätsbewertung aus dieser Chatbot-Arena. Gemma 3 hat lediglich 27 Milliarden Parametern und schlägt sogar DeepSeek V3, das 671 Milliarden Parameter hat. Das ist rund 25 mal größer. Außerdem schlägt es Llama 405b, also auch rund 15 mal größer. Es schlägt auch OpenAI O3 Mini. Wir wissen nicht, wie groß das ist, aber das ist eins ihrer besten Modelle. Außerdem ist das O3 ein Denkmodell. Also es ist verrückt, dass ein Nicht-Denkmodell wie Gemma 3, das keine Zeit braucht, um über eine Antwort nachzudenken, tatsächlich O3 Mini schlägt, das theoretisch qualitativ hochwertige Antworten geben sollte. Gemma 3 hat nur gegen DeepSeek R1 verloren, das ein Denkmodell ist. Wenn du dir diese LM-Arena-Rangliste ansiehst, wo Leute verschiedene Modelle blind testen können, beachte, dass Gemma 3 hier ist. Wie erwähnt schlägt es OpenAI O3 Mini und Claude 3 Sonnet, die ganz unten stehen. Das Tolle ist, dass Gemma 3 bereits Open Source ist, das heißt, du kannst es auf Hugging Face nutzen bzw. runterladen und sie lokal auf deinem Computer ausführen. Außerdem kannst du das auch im AI Studio von Google ausprobieren. Das nächste Tool ist ebenfalls ziemlich cool. Es heißt MIDI, was für Multi-Instance Diffusion steht. Diese kann eine super präzise 3D-Szene aus nur einem einzigen Bild erstellen. Tatsächlich analysiert sie dein Bild und segmentiert jedes einzelne Objekt aus dem Bild. Dann generiert sie für jedes Objekt ein 3D-Objekt und arrangiert es realistisch. Angenommen, dein Eingabefoto sieht so aus. Nun, das ist das 3D-Modell. Schau dir an, wie realistisch alles ist, einschließlich der Pflanze und der Hunde. Selbst wenn ich nach hinten scrolle, sieht alles super realistisch aus, obwohl diese Daten definitiv nicht im Eingabefoto enthalten sind. Sehr beeindruckend. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wenn das Eingabebild so aussieht, hier ist das 3D-Modell, das wir bekommen. Wieder ist alles sehr genau und realistisch angeordnet und alles sieht sehr gut aus, einschließlich der Bücher und der Blätter dieser Pflanzen. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wenn das Eingabebild so aussieht, hier ist das Ergebnis. Obwohl diese Szene mit vielen Objekten recht komplex ist, kann das Tool dennoch eine sehr präzise 3D-Szene erzeugen. Hier ist ein noch kniffligeres Beispiel. Wenn wir dieses Anime-Foto eines Schlafzimmers eingeben, hier ist unser Ergebnis. Eine weitere Anmerkung ist, dass dieses Tool sehr schnell ist. Es kann ein Bild verarbeiten und eine 3D-Szene in nur 40 Sekunden generieren. Wenn du diese neue MIDI-Methode mit anderen Konkurrenten wie SSR und Gen 3D SR vergleichst, ist das nicht einmal nah dran. Wenn du dieses Foto eines Küchentisches eingibst, schau dir an, wie viel genauer die Generierung von MIDI ist. Oder hier ist eine weitere wirklich knifflige Szene in einer Küche. Beachte, dass MIDI diese sehr genau rekonstruieren kann, während die anderen beiden Konkurrenten viele Fehler haben. Das Tolle ist, wenn du nach oben auf diese Seite scrollst, haben sie bereits den Code veröffentlicht. Wenn du auf dieses GitHub-Repo klickst, erhältst du alle Anweisungen, wie du dies lokal auf deinem Computer herunterladen und ausführen kannst. Als nächstes haben wir diese KI, die ziemlich nützlich sein kann. Sie heißt Tide Inversion und sie kann Bilder bearbeiten, während sie die Originaldetails in
intakt lässt. Hier sind einige Beispiele dafür in Aktion. Beachte, dass diese Bilder mit Flux und Puled generiert wurden, einem Face-Swapping-Tool, das du mit Flux verwenden kannst. Wenn dies dein Eingabebild ist und du es dann mit einem Porträt eines Clowns erstellst, kannst du sehen, dass es ohne diese neue Tight Inversion Methode das Gesicht der Frau nicht wirklich beibehält. Das ist also ein völlig anderes Gesicht. Wenn du jedoch Tight Inversion hinzufügst, kannst du erkennen, dass es das Gesicht der Frau im Foto beibehält. Das sieht dann genauso aus wie die ursprüngliche Frau. Hier ist ein weiteres Beispiel von Jan Laun als ursprüngliches Bild. Wenn du es mit einem bärtigen Mann in einem Hut erstellst, kannst du sehen, dass es ohne dieses Tight Inversion sein Gesicht ziemlich verändert. Es lässt ihn lächeln, was wir nie angefordert haben. Aber mit Tight Inversion kannst du sehen, dass es alle Gesichtszüge des ursprünglichen Bildes beibehält und dann nur einen Bart und einen Hut hinzufügt. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Wenn dies dein Eingabebild ist und du es mit einem Porträt eines Vampirs anforderst, kannst du erneut sehen, dass mit dieser Tight Inversion Methode das Gesicht des Mannes fast genauso aussieht wie das ursprüngliche Bild. Das ist eine wirklich nette Art, Bilder von Menschen zu bearbeiten, ohne die Originaldetails zu verändern. Das Schöne daran ist, dass es modellunabhängig ist. Anstatt Flux oder Pule zu verwenden, kannst du auch einen anderen Bildgenerator wie Stable Diffusion XL mit einem IP-Adapter verwenden, der auch für das Face-Swapping verwendet wird. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wenn dies dein Eingabebild ist und du es mit einer Person mit einem dicken Bart erstellen möchtest, kannst du sehen, dass mit dieser Methode die ursprüngliche Pose und die Gesichtszüge des Mannes beibehalten werden, während ein Bart hinzugefügt wird. Und noch ein Beispiel, wenn wir dieses Eingabebild haben und du es mit Robotern in einem Dinner anforderst, ohne diese neue Methode generiert es ein völlig neues Foto, aber mit dieser neuen Methode behält es dieses Restaurant-Setting bei und fügt ein paar Roboter in die Szene ein. So funktioniert das Ganze. Normalerweise musst du, wenn du ein Bild mit KI bearbeitest, es invertieren oder es im Grunde in einen speziellen latenten Raum umwandeln und dann zurück in ein Bild rekonstruieren. Das Problem ist, dass die während der Inversion und Rekonstruktion genommenen Pfade oft nicht ausgerichtet sind, was zu Verzerrungen und geringerer Qualität führt. Es gibt viele Details, die nicht wie das ursprüngliche Bild aussehen, aber diese neue Tight Inversion Methode funktioniert, indem sie das ursprüngliche Bild als Bedingung verwendet, um den Bearbeitungsprozess zu leiten. Dadurch werden die Pfade besser ausgerichtet, sodass das bearbeitete Bild von viel besserer Qualität ist und die Details des ursprünglichen Bildes beibehält. Wie auch immer, wenn du nach oben auf die Seite scrollst, haben sie bereits eine Hugging Face Demo sowohl für Flux als auch für Stable Diffusion XL veröffentlicht und diese kannst du selbst nutzen. Als nächstes haben wir eine weitere nützliche KI, sie heißt Trajectory Crafter und das ist eine KI, die die Kamerabewegung eines bestehenden Videos ändern kann. Du kannst jedes Video eingeben und diese KI dazu bringen, dieselbe Szene, aber mit anderen Kamerabewegungen und Positionen zu generieren. Hier sind einige Beispiele für die Kamerasteuerung, die du erhalten kannst. Sie kann nach links, rechts, oben, unten schwenken oder nach links, rechts, oben, unten umkreisen oder hinein oder heraus zoomen. Hier sind einige Beispiele. Angenommen, das Eingabevideo ist dieser Affe, der Schach spielt. Nun, wir können es in Trajectory Crafter stecken und die Kamera zum Hineinzoomen und Umkreisen bringen und hier ist, was wir bekommen. Cooles Werkzeug. Hier ist ein weiteres Beispiel von einer Oma, die etwas kocht. Du kannst es in diese KI stecken, um hinein zu zoomen und zu umkreisen. Übrigens kannst du auch den Mittelpunkt der Umkreisung angeben. Anstatt um die Oma zu kreisen, kannst du auch über die Omas hinaus umkreisen. Um die Rückseite der Küche zu zeigen, beachte, dass die Rückseite der Küche nicht einmal im Originalvideo ist, also muss sie das im Grunde erstellen und spontan erfinden. Hier ist ein weiteres Beispiel von diesem Chamäleon. Du kannst die Kamerabewegung dieses Videos so anpassen. Hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem das Originalvideo dieses Tokyo Lady Video von OpenAI's Zora ist. Nun, wir können diese KI dazu bringen, um die Frau herumzukreisen und dann hier ist ein Corgi, der ein Selfie macht. Wieder kannst du diese KI verwenden, um die Kamerabewegung in etwas wie dies zu ändern. In den meisten Fällen sieht alles sehr konsistent und genau aus. Hier ist noch ein Beispiel von einem Steak-Video. Hier kannst du sehen, wie du die Kamerabewegung dieses Videos durch diese KI bearbeiten kannst. Hier ist noch ein Beispiel von dieser Wasserfallszene und noch ein paar weitere Beispiele. Das wäre zum Beispiel sehr nützlich für Produktwerbung oder Kochtutorials oder im Grunde alles, wo du mehrere Kameras benötigst, um eine Szene aus verschiedenen Winkeln zu filmen.
Nun, das musst du mit dieser KI nicht mehr tun. Du kannst alles mit einer Kamera filmen und dann die Nachbearbeitung durchführen, um es so aussehen zu lassen, als wären verschiedene Szenen aus mehreren Winkeln gefilmt worden. Wie auch immer, es gibt eine Menge Beispiele auf dieser Seite, also kannst du es dir ansehen, wenn du möchtest. Danach kannst du mit diesem auch einen coolen Effekt erzielen, indem du eine Szene einfrierst und Bullet-Time-Videos wie dieses erzeugst. Wenn du auf der Webseite nach oben scrollst, haben sie einen Hugging Face Space, den du online verwenden kannst. Da dies jedoch die Videogenerierung betrifft, kannst du dies nicht im kostenlosen Plan ausführen. Du musst also GPU-Credits auf Hugging Face bezahlen, um dies online auszuführen. Wenn du allerdings selbst eine leistungsstarke GPU hast, kannst du dies auch lokal auf deinem Computer herunterladen und ausführen. Oben haben sie auch ein GitHub-Repo veröffentlicht und wenn du nach unten scrollst, erhältst du alle Anweisungen, wie du dieses Modell lokal auf deinem Computer herunterladen und ausführen kannst. Beachte jedoch, dass dies eine CUDA GPU mit mindestens 28 GB erfordert, sodass selbst eine RTX 4090 mit 24 GB VRAM dies nicht ausführen kann. Als nächstes hat Alibaba Vase vorgestellt. Dies ist ein extrem leistungsstarker All-in-One Video-Editor und Generator. Es kann so viele Dinge auf einmal tun. Zum Beispiel kannst du ein Video eines Jungen mit dieser Eingabeaufforderung generieren. Ein Junge steht von einem Stuhl auf und geht zur rechten Seite des Rahmens. Außerdem kannst du dieses Referenzvideo eines sich bewegenden Rechtecks einfügen und der Junge würde sich entsprechend diesem Referenzvideo bewegen. Oder du kannst ein vorhandenes Video von einem Typen auf einem Pferd einfügen und dann würdest du dieses Referenzcharakter eingeben und es kann den Typen durch diesen Charakter ersetzen. Hier ist ein weiteres wirklich cooles Beispiel, das super nützlich für die Produktwerbung wäre. Du kannst ein oder mehrere Referenzbilder eines Charakters oder eines Objekts einfügen, wie diese Frau und diese Handtasche und dann kannst du diesen Videogenerator auffordern, ein Video mit diesen Referenzassets zu erstellen. Hier ist noch ein anderes Beispiel. Du kannst ein Bild der Mona Lisa einfügen und sehen, dass dies ein vertikales Bild ist, also kannst du es zuerst ausmalen, um einen Weitwinkelrahmen zu füllen und dann kannst du diese Sonnenbrille aufsetzen lassen. Oder hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem du ein vorhandenes Video nimmst und einen der Charaktere durch ein Referenzbild dieser Katze ersetzt. Hier ist ein weiteres cooles Beispiel. Du kannst ein Pose-Video von jemandem nehmen, der sich bewegt und dann ein Referenzbild hinzufügen und es würde ein Video dieses Referenzcharakters generieren, der sich entsprechend dem Pose-Video bewegt. Du kannst ein Video nehmen und die Bewegung und den Kamerawinkel dieses Videos auf ein neues Video wie dieses übertragen. Ebenso kannst du dieses Video von tanzenden Leuten nehmen und ein neues Video daraus generieren, bei dem einige andere Charaktere die gleiche Bewegung wie das Eingabevideo haben. Oder hier ist ein weiteres wirklich nützliches Beispiel. Du kannst auch ein vorhandenes Video nehmen und es ausmalen oder im Grunde die Ränder dieses Videos erweitern. Hier ist das ursprüngliche Video nach dem Ausmalen. Hier ist, was wir bekommen. Wenn du nach oben scrollst, findest du einen Hugging Face Link, wo angekündigt wird, dass die Modelle bald verfügbar sein werden. Es sieht also danach aus, dass sie das Projekt als Open Source veröffentlichen werden, was fantastisch ist. Wenn du ihr GitHub Repository anschaust, wirst du sehen, dass das Besondere daran ist, dass es sich nur um ein Framework handelt, nicht um das Videomodell selbst. Das bedeutet, du kannst jeden Videogenerator darin integrieren, einschließlich des Alibaba 1 Modells, das derzeit als bestes Open Source Videomodell gilt, oder auch LTX. Ich bin mir sicher, dass du Hun-Yen wahrscheinlich auch darin einfügen kannst. Außerdem ist das Schöne, dass sie eine gerade Oberfläche veröffentlichen werden, die eine schöne visuelle Oberfläche ist, dass du nicht die ganze Zeit in Code-Modus arbeiten musst. Sie werden sogar einen Comfy UI Workflow veröffentlichen, was ebenfalls sehr praktisch ist. Ich habe schon einige Roboterfirmen auf meinem Kanal vorgestellt und jetzt haben wir einen neuen Herausforderer. Diese Demo stammt von der Robotikfirma Engine AI, die im Vergleich zu anderen Marken weniger bekannt ist, aber sie haben einen Roboter, der so laufen kann. Schnell zu laufen ist nicht das Einzige, was er tun kann. Vor 3 Wochen haben sie eine weitere Demo veröffentlicht, in der dieser Roboter einen Salto macht. Das ist der erste humanoide Roboter, der das geschafft hat. Wir haben gesehen, dass andere Roboter wie Unitree und Boston Dynamics einen Rückwärtssalto machen konnten, aber ein Vorwärtssalto ist sogar noch schwieriger. Das ist eine unglaublich beeindruckende Demo, außerdem kann er auch extrem realistisch laufen. Wie auch immer, zurück zu
dieser neuen Laufdemo. Ich habe keinen anderen humanoiden Roboter gesehen, der so schnell laufen kann. Also denke ich, dass dies der schnellste laufende humanoide Roboter da draußen sein könnte. Als nächstes veröffentlicht Nvidia diesen blitzschnellen Bildgenerator namens Sana Sprint und ja, das ist völlig kostenlos und Open Source. Dieses Bildmodell kann im Grunde ein Bild in nur einem Schritt generieren. Wenn du mit dem Begriff Schritt nicht vertraut bist, KI-Bildgeneratoren erstellen Bilder aus einem Rauschen, das ungefähr so aussieht. In jedem Schritt entfernt es einen Teil dieses Rauschens, bis du schließlich nach genügend Schritten das Bild erhältst, das du angefordert hast. Übrigens entspricht das in Comfy UI im Grunde der Anzahl der Schritte, die du in diesem K-Sampler-Knoten hier einstellst. Typische Bildgeneratoren benötigen mindestens 20 Schritte, um ein anständig aussehendes Bild zu erstellen, aber jeder Schritt erfordert natürlich mehr Zeit und mehr Rechenleistung. Das Besondere an Sana Sprint ist, dass es ein Bild in nur einem besagten Schritt erstellen kann. Hier ist eine Demo davon in Aktion. Wenn du es mit 100 verschiedenen Eingabeaufforderungen anforderst, beachte, dass es all diese Bilder innerhalb von Millisekunden erstellt. Als es fertig war, 100 Bilder zu generieren, hat das nur 12 Sekunden gedauert und alle Bilder sehen tatsächlich ziemlich gut aus und haben eine hohe Auflösung von 1024 x 1024. Jetzt könntest du Sana Sprint dazu bringen, ein Bild in nur einem Schritt zu generieren, aber du kannst auch mehr Schritte zum Prozess hinzufügen, um die Qualität noch besser zu machen. Hier ist ein Beispiel, das einige Bilder vergleicht, die mit 2 Schritten generiert wurden, mit Bildern, die mit 4 Schritten generiert wurden und dann Bilder, die das Sana Basismodell verwenden. Das ist nicht das Sana Sprint Modell und dieses benötigt mindestens 20 Schritte. Beachte den Zeitunterschied zwischen diesen Modellen. Wenn du das Sana Basismodell verwendest, kannst du nur etwa 2,8 Bilder pro Sekunde generieren, während du bei Sana Sprint mit 4 Schritten 11 Bilder pro Sekunde generieren kannst, oder wenn du nur 2 Schritte verwendest, kannst du 13 Bilder pro Sekunde generieren. Das ist ziemlich schnell. Hier sind einige Beispielbilder von Sana Sprint. Auch wenn du nur 1 bis 4 Schritte verwendest, ist das extrem detailliert und von guter Qualität. Hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem du die Eingabeaufforderung "ein Astronaut, der inmitten von weißen Rosen liegt" lautet und das sieht sehr detailliert aus. Hier ist ein wirklich interessanter Gourmet-Cheeseburger und ja, der sieht realistisch aus. Dann ist hier eine junge Frau mit blonden Haaren in einem hell erleuchteten Raum mit einem schlichten Hintergrund. Diese Eingabeaufforderung ist seltsamerweise detailliert. Sie gibt sogar an, dass sie ein Einkommen der oberen Mittelschicht haben muss, möglicherweise zwischen 50 und 600.000 pro Jahr. Sie spricht sogar über ihren Glauben und ihre politischen Überzeugungen. Ja, interessanter Prompt. Wie auch immer, das sind nur einige Beispielbilder von Nvidias Sana Sprint. Hier ist ein Vergleich zwischen anderen Modellen wie Stable Diffusion XL und Stable Diffusion 3.5 Turbo oder Flux Schnell. Hier ist ein weiteres Beispiel, wenn die Eingabeaufforderung helle Szene, Luftaufnahme einer antiken Stadt lautet und wir dies mit 2 Schritten ausführen, kannst du sehen, dass die Stable Diffusion Modelle einfach an Qualität mangeln. Flux Schnell ist nicht schlecht, aber wenn du die Zeitansprüche ansiehst, musst du etwa 7-mal länger warten, um ein Bild von Flux zu erhalten. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel, 3D digitale Kunst eines Geistes, der einen herzförmigen Kürbis hält, und hier sehen wir, wenn man es mit 4 Schritten ausführt, dass die Stable Diffusion Modelle mit mehr Schritten etwas besser aussehen würden, aber sie folgen immer noch nicht wirklich gut der Eingabeaufforderung. Sana Sprint ist das einzige Modell, das in der Lage war, einen herzförmigen Kürbis zu generieren. Und ich würde sagen, das Bild sieht allgemein ziemlich gut aus. Die gute Nachricht ist, dass dieses Modell Open Source sein wird. Wenn du auf dem GitHub Repo nachschaust, wirst du sehen, dass der Code bald kommen wird. Das war's mit dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.